Hallo Freundinnen, Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier aus Frankreich, aus Cannes an der Riviera. Ihr seht, ich habe mich jetzt hier quasi an den Strand für euch gestellt. Ich hoffe, ihr seid nicht zu neidisch. Ein klein bisschen neidisch könnte vielleicht sein. Ihr hört im Hintergrund die Wellen rauschen und ihr solltet auch im Hintergrund sehen, hier so, ich werde auch gleich da versuchen, da noch mal ein bisschen ranzugehen. Da ist nämlich das Festivalgelände von Cannes. Ja, jetzt hier großes Brettspiel-Festival. Also in dem Moment, wo ich das jetzt hier aufnehme, ist gerade hier Sonntag, der letzte Festivaltag. Die Zahlen vom letzten Jahr laut Pressemappe, ja, 80.000 Besuche. 45.000 Quadratmeter, also das ganze Festivalgelände hier bespielt. Und ja, es ist natürlich eine Menge los hier in Frankreich. Es ist quasi eine Publikumsmesse und es kommen aber auch ganz viele B2B-Sachen hier zusammen. Also Ausstellerbereiche, Pressebereiche. Hier trifft sich sozusagen die Brettspielszene aus Frankreich und Umland. Und ja, in so einem sehr schönen Setting, recht entspannt, so dass ja wirklich eine sehr, sehr tolle Stimmung herrscht. Und ja, die Besucherzahlen habt ihr ja schon gehört, also hier gibt es auch einen großen Andrang. Ich bin Donnerstag angekommen. Das war, glaube ich, schon der Donnerstagabend. Nagelt mich da mal nicht so fest. Aber da wurde der Asger verliehen und das findet dann in dem großen Hauptkinosaal statt. Also wirklich, keine Ahnung, da passen 600 Leute rein. Wird auch gut gefüllt. Herzlichen Glückwunsch nochmal an alle, die gewonnen haben. Ich zeige jetzt hier auch mal Footage an der Stelle, wo ihr seht, wer nominiert war und wer gewonnen hat. Es gibt nämlich so eine kleine Zusammenstellung im Pressebereich. Das könnt ihr euch jetzt also mal kurz angucken. Hier sehen wir jetzt die Nominierten vom Asger. Da war ich auch auf der Verleihung. Ist ja immer ein cooles Event hier quasi im Hauptkinosaal von dem Event Geländer und Cannes. Und hier sind die jetzt quasi alle aufgebaut, also die nominiert waren. Und wir wissen natürlich, vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, die Gewinner auch. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, unterschiedliche Kategorien gibt es ja, quasi Kinderspielsachen, die wir hier sozusagen sehen. Dann so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so Kennerspiel, Expertenspiel. Ja, gewonnen in der Kinderspielkategorie hat hier dieses Adventure-Puzzle, also ein Puzzle, wo wir dann auch noch irgendwie so suchbildmäßig und Sachen halt dann entdecken können. Und weil es jetzt ja einfach aufgebaut ist, kommen wir quasi auch schon zum Hauptpreis, also dem Spiel des Jahres, dem französischen. Hier Trio hat gewonnen in der Kategorie, also hier die Hauptkategorie, den Hauptpreis gewonnen. Ne? Und dann sehen wir jetzt hier neben Farway in der, das ist dann, glaube ich, wie heißt die Kategorie? Ich glaube, das geht eher so dann in die Kennerspielrichtung. Also hier Farway einen Preis gewonnen. Und dann, was wirklich so eine Überraschung war für uns, die da waren. Ich habe mir da auch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Aber La Familia war nominiert hier im Expertenspielbereich. Und natürlich herzlichen Glückwunsch dann auch an Feuerland und an den Designer. Auch, coole Stimmung gewesen, auch sehr gerührt, als das bekannt gegeben wurde. Und hier seht ihr dann auch noch die anderen Spiele, die da nominiert waren. Cat in the Box, Darwin, quasi jetzt hier der große Vertreter. Eben haben wir ja schon Darwin in klein gesehen. Und seht ihr hier die Weiße Burg. Hätte ich vielleicht gedacht, dass das in der Expertenkategorie gewinnt. Aber ja, La Familia, auch auf jeden Fall ein cooler Titel, ja, speziell auf jeden Fall. 4 Personen, 2 gegen 2, aber ja, das also hier die Gewinner vom diesjährigen Asger. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an all die da beteiligt waren. Ja, ich werde euch jetzt aber mal mitnehmen und zwar reisen wir so ein bisschen in die Zeit zurück. Wie gesagt, jetzt ist ja hier Sonntag, der letzte Veranstaltungstag. Ich habe aber gestern am Samstag, bevor die Heiligen Hallen, also kurz bevor die ersten, also die Early Bird Leute, die Hallen betreten konnten,
bin ich mal reingegangen und mal so ein bisschen durchgelaufen. Alles abzulaufen ist wirklich schwierig, weil es ist schon recht verwinkelt. Ihr seht hier auch mal so eine Übersicht. Ne? Das Ganze geht also über 3 Etagen. Ich sag mal so ein -1 Floor, dann erste Etage und dann noch mal einen kleineren Bereich, dritte oder ja, Etage darüber. Und das ist natürlich dann gerade in dem unteren Bereich und in dem mittleren Bereich schon auch recht verwinkelt, aber cool, sympathisch, auf jeden Fall, hat Charme. Viel Fläche zum Spielen. Natürlich kann man auch Sachen kaufen, aber jetzt wird wirklich viel gespielt, präsentiert, ausprobieren. Und dann, da habe ich, ja, würde ich euch jetzt erstmal sagen, gucken wir uns einfach mal an, wie das so ein bisschen ist im Schnelldurchgang. Und dann habe ich noch den einen oder anderen, ich wirklich so nur, so 1, 2 Leute, wo ich dachte, ah Mensch, cool, dass die hier sind. Und das hat sich so ein bisschen ergeben. Die habe ich mir dann auch noch mal rausgepickt, um mit ihm ja über ein paar Sachen zu sprechen, mit denen sie quasi zu tun haben. Und wenn ich dann an der Stelle da also bin, dann ja, gibt es quasi das kurze Interview. Habt es auch mit Timelinks, denke ich, verlinkt. Könnt ihr also auch dahin springen, wenn ihr darauf Bock habt. Also jetzt gibt es quasi mal einen kurzen Rundgang und ihr werdet sehen, an einem Punkt fangen dann die Leute auch an einzuströmen in die Halle. Und ja, jetzt, wenn es natürlich hier erstmal so aussieht, als wenn es leer ist, ja, es war quasi leer, weil es noch vor Eröffnung stattfand. Aber dann kann ich euch versichern, gerade auf jeden Fall auch am Samstag, dann ist da die Hütte voll. Ja, dann muss vielleicht auch schon mal kurz irgendwie eine Rolltreppe abgesperrt werden, damit der untere Bereich quasi sich gut verteilen kann. Aber generell muss man sagen, sicherheitskonzeptionell sind die hier gut vertreten. Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Ich befinde mich natürlich immer noch im Cannes. Ihr müsstet jetzt, je nachdem wie ich das Video zusammengeschnitten habe, schon so ein bisschen Rundgang gesehen haben. Es ist ja hier wirklich eine tolle Atmosphäre hier an der Riviera. Man sitzt quasi direkt am Hafen, kann die Yachten bewundern. Und ja, als ich hier so durch die Hallen gewandert bin, habe ich mir natürlich einzelne Stände angeguckt und bin natürlich bei Star Wars Unlimited hängen geblieben. Ihr wisst ja selber, wir freuen uns schon. Wir machen einen verspäteten Pre-Release, wenn ich dann wieder zurück bin. Wir werden also am 8. März den Pre-Release bei uns machen und da habt ihr auch schon die Möglichkeit, Sachen natürlich vom Set, Booster und ähnliches zu bekommen. Und da bin ich über Tyler hier gestolpert und da dachte ich mir, ich greife ihn mir gleich mal und wir werden mal ein bisschen quatschen. So Tyler, thanks a lot that you have the time for me here in Cannes for a little short interview. Und ich werde jetzt mit Tyler in Englisch reden und dann immer mal so ein bisschen für euch was in Deutsch zusammenfassen. So Tyler, give us a brief overview maybe about your history, where are you coming from and what are you doing right now for Star Wars Unlimited? So right now for Star Wars Unlimited, I'm a senior game designer. I'm one of 7 people on the team, yes, designing the continuing expansions for the game. We completed the first 3 sets. We are now working on sets 4 through 6. I design cards, and one of my official titles is to be the creative lead, okay, which means that I have more of a say on which characters appear, what the card titles are, what the subtitles are, what the art is, that kind of thing. So you are the big man. Is there a structure? Is there a hierarchy, or is it like a line? A bit. Like you said, it's the final call if you have something in your gut and Danny Schaefer is the game lead because this game is his vision. Yes. And then myself and Jeremy Zwern have who are the other 2 designers of the first couple sets, have certain specialties. Me with the art and names and him with the game balance. Okay. And then we have 4 other team members who are newer who contribute to designs. And that, however, within that, all 7 of us work on all the sets, but each set has certain people that lead it, because obviously we don't have. We're making 3 sets at once. We can't
spend equal energy on all of them. So some people will have more authority over their set as opposed to others. Okay. Ja, also Senior Game Designer, ja, die Struktur, es ist natürlich, weil sie parallel an Sachen arbeiten, gibt es unterschiedliche Aspekte da hat natürlich mal jeder mehr oder weniger zu sagen, aber ja, hier jemand, der also wirklich seine Hände schmutzig macht und am Spiel arbeitet, ist sozusagen so sehr schön. So now we are a brief second away from the release. How do you feel right now? I am so excited that I was invited to the first ever public gameplay of this game. It's wild to me that the pre-release is in less than a week. The game launch is in less than 2 weeks, and people are playing it, and they're taking the cards home. That's very exciting. Perfect. And you said you're working right now on set 5 and 6. Yes. So when you will come back, is there some time to chill and celebrate the release, or do you have working, or what is then your daily? In the office, actually, this weekend, everyone is celebrating the release of the game. Okay, perfect. I'm celebrating it out here in France. Everyone else is celebrating it back at home. I think it's also not so bad celebrating it here. No, absolutely. No, this is great. So you grabbed the long straw. You won the ticket. Yeah, exactly. Okay. Yes. I didn't even know we were going to be at this event, and so when they were like, "Do you have a passport? We want to send you to Cannes." I'm like, "Yes, please." Maybe I don't have a passport, but right now I will have one for sure. Perfect. So let's step a little bit back before we maybe going into the gameplay aspect. So if some people are hearing a trading card game or a collectible card game, they get a little bit afraid, seeing maybe this is like a cash grab. So how we can start, or we can see never ending. For you as a game designer, is there something you can do to maybe prevent something like this? So it is not you responsible on your own, but maybe as a whole, that people don't spend 50,000 euro on a product. You can't prevent that, but maybe there are some things. And what are your personal thoughts about this? Well, so it's funny you should say that, because you spend 50,000 now. Okay. Not me, but I know some people. The trading card game industry. The expense and value of it is actually, for many people, a feature. Yes. I've seen, having been in the industry for over 20 years now at this point as a player, I've seen times where the cards were really expensive and everyone was mad because the cards were really expensive. They couldn't get the cards they wanted. Yeah. And then at other times, the cards were really cheap, and you could get the cards you wanted, but opening a pack didn't feel exciting because there was no golden ticket to win. Right? Yeah. Obviously, every card game kind of wants to tread the line of, oh, well, if you want to play the game, you can get the cards fairly accessibly. And accessibility is a major goal for this game. But you do still want something rare for people to chase. And the way that we have decided to approach that dilemma is to make rare cards, but the rare cards are alternate versions of cards that otherwise are more accessible. We want people to be able to play the game play the game at a high level of competition without having to spend too much money. But we also want the people for whom that investment, that collectability chase, where that is a driving incentive for them, we want them to have something to pursue and something rewarding to get if they want to invest in it. Ja, es ist natürlich immer so ein Thema. Ne? Einige von euch haben ja auch die Bedenken, wie fängt man damit am besten an, wo endet es, man kann viel Geld ausgeben. Und das ist natürlich schon ein Thema immer in dieser Industrie. Aber hier wird natürlich versucht, einen leichten Einstieg zu finden mit Starterdecks und ähnliches, wo man jetzt nicht tausende Booster letztendlich braucht, und aber diesen Grad zu finden, um letztendlich natürlich die Leute, die sammeln wollen und die das auch haben wollen, die dann excited sind, um Karten zu ziehen, die vielleicht ein bisschen seltener sind, da die Balance zu finden, das ist letztendlich das große Ziel hier, und Star Wars Unlimited macht es letztendlich so. Auf jeden Fall gibt es jetzt keine extra Fähigkeiten und Sachen, sondern es ist alternatives Artwork, sodass ihr die Karten auch in der normalen Variante einfacher bekommen könnt, günstiger bekommen könnt, auch auf dem Sekundärmarkt, und dann es wirklich natürlich auch an euch liegt, euch zusammenzureißen, nicht auszurasten und ruhig zu bleiben und nicht zu viel Geld auszugeben an der Stelle natürlich sozusagen. Ja. So, yeah, thanks a lot for your insight on this sort, and
right now, I think you are in your head with these other sets, but try to come back to our level. So we have the first set here. So can you remember what was maybe a difficult design decision in the first set, or maybe like a breakthrough in this regard? Well, we spent a lot of time on the first set because we understood that whatever we did here was going to set the foundations for everything coming afterwards. And almost more importantly, we want this game to be a fun, dynamic experience. And when you only have 250 cards, that can be pretty difficult, right? It's hard to have aggressive decks and mid-range decks and control decks all be fun and relatively balanced with each other. But you only have 250 cards to work with, so every decision matters. A big decision that happened during development was deciding on the number of health for the bases. So every game, you start with a base, and your base has usually 30 health. When your base gets to 0 health, you lose. For a lot of development, we tried them at 25 instead of 30. Oh, and like the special bases have 25. Yeah, and then the special bases had less than that. And it played well, but we discovered that it set certain constraints on what statistics and abilities we could put on the cards that went in your deck. Because at 25 health, as a default, the game just ends faster. And so we tried it at 30, we tried it at 25. We learned that the 25 had these constraints, and we wanted to have a little bit more freedom in how we could design cards, so we brought it back up to 30 and changed some other elements of the design so it didn't meaningfully affect how long the games lasted. Ja, ich habe natürlich gefragt, nochmal zurückzukommen hier jetzt auf unser Set 1, was rauskommt. Er ist natürlich schon im Kopf weiter. Was waren denn da vielleicht schwierige Designentscheidungen? Und grundsätzlich ist es natürlich so gewesen, dieses erste Set, das ist ja das Fundament. Also mit 250 Karten diese ganzen Sachen abdecken, Aggression Deck, Midrange Deck, das ist natürlich schon die super Herausforderung in sich. Und eine Sache, an der Sie auch hier lange gearbeitet haben, ist, wie viele Lebenspunkte hat denn eigentlich die Basis? 30 oder 25? Lange Zeit haben Sie mit 25 Lebenspunkten agiert und haben aber dann festgestellt, Mensch, da gibt es ein paar Herausforderungen, sind sozusagen dann auf 30 gegangen, 25 für die Spezialbases, die also ja eine Fähigkeit haben und aber trotzdem mit anderen Anpassungen dann immer noch ein recht schnelles Gameplay ermöglichen. So, yes, so right now, what is in the current set, in the set we are releasing in a few days, maybe when the video is coming out, was this your favorite leader to play with, or can even say? Oh yeah, of course. It wasn't initially, and then as we started working on future sets, I discovered that, hey, this leader that was kind of fun is just getting more and more fun the more cards I get to play with. And to the earlier point, about collectability. So this is my preferred leader, the Grand Inquisitor. Yes. He readies. You're a Sith in your heart. Okay, that's okay. No, I'm a Jedi, but I'm attracted to the Sith. Okay. I'm tempted by the Sith. You're feeling the dark side. Yeah. He readies units with 3 power. Fun to play. Yeah, you deal damage, yes? Yeah, he takes damage, and that's sometimes a feature, not a bug. Yes. There are special collectible versions of all the leaders in the set. Yeah, the showcases. The showcases, yes. They're very, very rare. They're very rare. There's one in... And now I saw the area where they are. So that's a preview. There's one in 12 boxes, I think, and there are 16, so... To get a Grand Inquisitor showcase, you would need, I don't know, what's 12 times 16. And he's it's a lot. Putting it out the it's a lot. Sleeves. He's crazy. And are they showcase every time foil cards? Yes. No. And they have their own special foiling. It's maybe hard to see on the camera, but this foiling is it looks amazing. It's a different foiling than on the regular cards. Yeah, I took it out of the sleeve for the camera, and now it's going back in the sleeve immediately. Okay, it's fine. Yeah, so this is also the first showcase card I see for myself. Oh, exciting! And so my point is, if I just want a Grand Inquisitor, he won't be too difficult to acquire. But
if the Grand Inquisitor is my favorite leader in the first set, yes, then I get the fancy version you that's worth a lot of money. You have something to chase for and maybe spend a couple of bucks or trade it. This is also, it is called collectible or trading card game. So never mind trading of the thing. So, yes. Yeah, before I landed on wanting the Inquisitor as my preferred showcase leader, the Cassian Andor showcase is, I think, my favorite art of all of them. Yes. And so I was like, okay, I want to get a Cassian. And immediately one of my coworkers opened one. Yeah. And so I was like, okay, if I get almost any showcase, will you trade it to me for that one? Because you're more interested in having a showcase at all. Yes. I'm interested in that specific one. Okay. So we'll see if I open another showcase to trade him or not. Why not? Ja, dann habe ich ihn natürlich nochmal gefragt, was ist denn eigentlich so sein aktueller Leader, den er gespielt hat. Also der hat hier den Grand Inquisitor ja gerade eben gezeigt. Und er wird letztendlich auch mit den Erfahrungen, die er hat, in den weiteren Sets auch weiter noch mehr Spaß machen zu spielen. Und dann konnten wir jetzt hier gleich auch nochmal schön das Beispiel zeigen, wie das ist quasi mit den Seltenheitsgraden. Die Showcase-Karte, also eine alternative Artwork-Karte für, oh, I can only hold it in my hand, perfect. Ja, das ist sozusagen the rarest card Category in the game, also die Kategorie hier Showcase Cards, und da gibt es wirklich sehr, sehr selten. Aber die braucht man natürlich überhaupt nicht zum Spielen. Aber wenn das der Lieblingsleader ist, dann kann man natürlich versuchen, sowas zu bekommen oder zu tauschen. Wie gesagt, das ist ja auch ein Tauschspiel und das ist ja auch das Schöne an der Community. So yeah, this is like I said before, also for me organizing the Berlin convention, there will be a space for Star Wars Unlimited, really nice. We will talk to Asmodee like this, and we have also our own events thing, and we will doing a pre-release. And because I also wanted try it with different trading card games to get a little bit involved and have the feeling to be at the start, and also maybe building a community, seeing stuff like this. And so we are also trying to have a weekly event hosted by me, us in our little event location. So I'm also really keen to see how it grows, evolves, and yeah, like what you also experience. You see people are playing it, coming together, creating a community, and I think the trading card community on its own is it's really nice one. They want to come together, play the game, trade stuff like this. So yeah, thanks for that you are and your team creating a wonderful game. So far I've had a lot of experience. I think, fun fact there, the only thing I brought from Berlin to here are 2 English starter decks. Oh, sure. Yes. I mean, I brought 4 English regular decks. Yes, because I thought maybe here in France when we play, there will only the French version. And yes, for sure, you can play here and come the French cards, Germany the German cards, and so on. Yeah. So, Tyler, thanks a lot. I wish you the best in the future. Maybe if you want to share something you are the most excited in the future, you can talk about it. I don't know. Yes. What I personally am excited about is the sets that I was more in charge of. Yes. Sets 1 and 2 were a collaborative effort between the 3 of us. Once we got about halfway through set 3, the scope of our team and also the scope of what we were working on expanded, and we couldn't have everyone working on everything all at once. As the person who is the Star Wars nerd and also who grew up on the prequels, and also because it worked in the schedule, set 3, our Twilight of the Republic set, ended up being a set that I had a heavier hand in. I cannot express how excited I am for that set to come out. Okay. And then beyond that, set 6 is my personal creative vision. So as we go forward, all of the designers are going to be able to point at certain sets and sometimes even certain leaders or even certain cards that they can say, this was a card that I personally have a strong investment in, or I had a strong vision for, and I'm excited to see how it turned out. I'm so excited for what's coming. Ja, also er hat nochmal gefragt, was er dann, auf was er sich besonders auch freut, und ihr habt es ja auch eben gehört, das wurde sich natürlich aufgeteilt. Set 1 und 2 war eine sehr enge Zusammenarbeit, und dann die Sets haben dann sozusagen immer einzelne Personen, wo halt Lead-Design stattgefunden hat, und Set 3 hat er einfach mehr mitgearbeitet, und dann auch Set 6, wo er dann quasi seine eigene Design-Vision nochmal mehr umsetzen konnte. Also ja, ich bin also auch sehr gespannt auf die weiteren Sets. Ich freue mich jetzt aber erstmal auf den Start. Ich freue mich auch auf den Start mit euch zusammen zu genießen. Kommt also einfach mal vorbei und zu
zu gucken, ob wir das da wöchentlich umsetzen können, wie ich auch gesagt habe, dass wir da wöchentliche Events bei uns dann in Falkensee auf der Eventfläche anbieten werden. Also von daher habe ich mich jetzt hier auch sehr gefreut, Tyler persönlich mal kennenzulernen und bringe einfach den positiven Spirit hier mit aus Cannes und dann werden wir eine großartige Zeit haben. So Tyler, it was a pleasure for me to meet you here in person. I hope maybe we will see again. Maybe sometimes in Berlin. We will never know. Maybe you have some regionals or European tournament once in a while there. We will see. I'm open for everything. I would certainly like to. And I wish you a great fair, a good celebration, and a lot of great games. Thanks a lot. You too. Yeah. Thanks. Wie könnte es nicht anders sein? Ich habe mir natürlich Asger geschnappt, denn Heat jetzt hier bei Days of Wonder ist endlich die Erweiterung Heavy Rain. In Deutsch nasser Asphalt, also der ein oder andere hat es vielleicht auch schon in seinem Spieleladen der Wahl gesehen, ist jetzt hier also erschienen, also habe ich mir Asger einfach mal geschnappt und wir wollen mal kurz über die Erweiterung quatschen und aber, was hier immer ganz schön ist in Cannes, es wird nämlich schon an den weiteren Strecken für die nächsten Erweiterungen getestet und gespielt, da habe ich nämlich eben auch mitgespielt, über die letzten Tage gab es immer 2 Playstations und da werden wir auch schon mal ganz kurz drüber sprechen, was ist denn gerade so im Testen. So, hello Asger. Thanks that you are here. So, I think you are also a familiar face on the channel, Aqua, and we also did the preview video for Heavy Rain. Yes. But now here we can see the final box and all the stuff here. So, what's in the final box here? So there's a board with a double-sided track. And one side is Japan, which is the Heavy Rain track, where there's a lot of water on it, which makes it a little harder to gear down, so we see more crashes. Of course, we also give people on that track a little more heat, so they start with 7 heat, which makes it a little more interesting. And of course, it's a track in its own side. On the back, there's the Mexico track with a chicane and also just an interesting three-lap track. On top of it, inside it, there's a new type of upgrade. It's called Super Cool. Super cool. Super Cool. And if you play a Super Cool, instead of cooldowning from your hand and putting it back in your engine, you get to look in your discard pile. And if there's a heat in your discard pile, you now get to put it directly back into your engine, which is very cool. It shortcuts some of the track. However, the problem is you cannot use it to get heat out of your hand, so that's still a problem. Okay. There's more, but I'll let you translate. Ja, also jetzt hier 2 Maps, wie wir es natürlich gesehen haben. Heavy Rain, der Japan-Track, der also Wasserstellen hat, sodass es ein bisschen schwieriger ist, runterzuschalten. Und Mexico, you did Mexico. What was Yes, Mexico. Mexico, what was the special one? Only. So it's a normal track, but there's also a new feature, which is a chicane with corners close to each other. Ja, Mexiko, also hier dann die Schikane, was natürlich schwierig ist, gleich eine kurze Kurve nach einer Kurve, also muss man aufpassen, dass man da auch genügend Heat hat. Und dann ein neues Upgrade, Super Cooldown. Hier habt ihr also jetzt die Möglichkeit, Heat nicht von eurer Hand, sondern aus eurem Ablagestapel rauszusuchen und wegzulegen. Also das ist schon mal eine ziemlich coole Sache. Und es gibt natürlich, and there's also a new car. There's a 7th player. There's also a new season, the 1964 season, with some new events and some new sponsorships that goes along with it. Okay. So a little bit of everything. Okay, a little bit of everything. Weiter geht's mit der Season, neue Sponsorship-Karten. Ich denke, für all diejenigen, die Heat mögen und haben, ein Must-Buy. So, how is it? How did you feel that Heavy Rain
is right now out now? If it's a huge relief or... It's fantastic. I arrived here on Thursday, and I've been traveling, so I wasn't back home, so the copies that were sent to Denmark I had not seen. Okay. So the first time I actually saw this is 3 days ago, yes, when we arrived at the fair, and I opened it and I smelled it and everything and looked at it. Yes, I'm very excited to see it. Also die Begeisterung ist natürlich groß. Er hatte seine Preview-Copies noch gar nicht sehen können, weil er unterwegs war. Hat es also hier jetzt auf der Messe das erste Mal aufgemacht. Ja, kurz mal dran gerochen, den neuen Geruch aus der Druckerei aufgenommen und ja, ist jetzt natürlich hier begeistert, dass es hier auch so gut ankommt und gespielt wird. So, but you know, like the press guys are, this is old stuff for us. I hope you people are enjoying it, so we will also looking more in the future, and I think also you and your head are far in the future. Of course. And like I said, we had, or other players had the opportunity to play tracks that are prepared for the future, and I also made some video footage from the tracks. So right now I saw 3 different tracks. I saw the German one, Deutschland, I saw a tunnel track, and I saw and played a gravel track. So maybe not in a specific order, but maybe what are you most interesting right now on these new tracks to work on? I think the oh, Votre jeu il est trop bien. Merci beaucoup. Yes. High five. perfect. Even the little ones, so the next racing fans are there, I would say. Yes. That was nice. Yeah, perfect. I have to give him $50 later. No, we go pay him with an expansion for free. Don't make it happen. No, I really like the tunnel track. It's very long, and also it has a feature where you cannot, when you're stuck in a tunnel, you can't discard. So this means you have to think even more about the cards you have, what you can and cannot discard. It's not completely intuitive for new players. So you cannot discard. You keep the hand you have. Oh, okay. You keep the hand. So no heat, no stuff going out of your hand. Oh, you can use a cool down. You can use your effects, but you cannot do the discards of cards, which is it's an expert way of gaining some control of it. So that's not functioning right now. So, ja, also er ist auf jeden Fall gerade sehr begeistert an der Mechanik Tunnel auf den Strecken. Da ist es dann nämlich so, wenn man in dem Tunnelsegment ist, dann wird man keine Karten quasi ablegen, sondern die Karten, die man ausspielt, behält man einfach auf der Hand. Man kann allerdings trotzdem natürlich Cooldown verwenden, all diese Sachen. Und so bekommt man einfach noch ein bisschen mehr Kontrolle, wie es dann weitergeht. Ich kann nur sagen, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch hier ein bisschen mitzutesten, zu sehen. Ihr seht es auch hier so in dem Footage. Es ist natürlich erstmal mehr oder weniger ein weiß ausgedruckter Plan, wo auch immer noch optimiert und getestet wird. Also bin ich auch sehr, sehr gespannt. So, do you can also say right now which will most likely go into the next expansion? Is there also a working title you can say? Or so even you said Deutschland, and that's not a given yet. Yes, of course, for the German audience, of course it's a given. Maybe not. But we will see in which expansion. But we have intentionally been working on several at a time, and we will then do some tests. So I think the publisher will take it out and show it to the partners. So some of the partners will maybe have a choice on which will be the next one. So I don't know. So I cannot tell you. Okay, fine. Ja, ich habe natürlich mal gefragt, ob er denn schon weiß, welche neuen Maps dann in die nächste Erweiterung kommen oder vielleicht wie die auch schon heißt. Und er sagt, es ist ihm noch gar nicht klar. Sie testen gerade mehrere Strecken. Deutschland hatte ich ja eben schon angesprochen. Die wird sicherlich irgendwann mal kommen, aber an welcher Expansion ist noch nicht klar. Dann letztendlich der Verlag, also Days of Wonder, der wird dann auch noch mit den Partnern darüber sprechen, die dann also auch noch mitentscheiden, was macht denn vielleicht gerade mehr Sinn, welche Sachen da mit veröffentlicht werden. Ja, also kann er das gar nicht sagen. Wir sind also einfach mal sehr, sehr gespannt, was danach kommen wird. Nach quasi Heavy Rain, nasser Asphalt. Eins wird sicher sein, es wird eine weitere Erweiterung geben. Von daher freut euch. Und ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr mal wollt, in den Kommentaren oder für euch auch schon mal raten oder vielleicht wetten, welche neue Spielerfarbe es geben wird. Da bin ich ja auch mal sehr interessant. Ja, so Asger, I hope you had a great fair here at Cannes. I think it's a lovely surrounding and you met a lot of new cool people like we see here in the footage. Fans everywhere. I saw you signing all the stuff. So yeah, I wish you the few
good last hours here, because right now the interview takes place on Sunday, and yeah, also, yeah, I think maybe 2 or 3 hours and then the convention will be closing, so I wish you the best there, and I wish you the best in the future for your expansion or other games you're doing. Thank you so much, and it was nice seeing you again. Bye bye. Tschüss. Hallo Freundinnen, Freunde der analogen Unterhaltung, und ja, ich befinde mich natürlich immer noch in Cannes auf dem wunderbaren Festival, und hier, wen habe ich mir da geschnappt? Den guten Erik Lang. Ihr werdet jetzt hier in diesem kurzen Einspieler auch noch mal ein paar Sachen sehen von seinem neuen Spiel, und ich habe mir gedacht, wenn er jetzt hier schon da ist, greife ich ihn mir einfach mal ganz kurz und wir reden ein bisschen über das Spiel. Er kann recht gut Englisch sprechen. Vielleicht kannst du das auch kurz in deiner Vorstellung mal. Die Vorstellung auf Deutsch. Ja, kein Problem. Und dann werden wir aber, damit es doch noch ein bisschen einfacher ist, wieder ins Englisch, ins Englisch switchen. So Erik, nice to see you here. Schön, dass du da bist. Für all diejenigen, die vielleicht den Namen schon mal gehört haben, aber doch gar nicht genau wissen, was hast du mit der Brettspielwelt zu tun? Oh, ich bin ein Spielautor seit 27 Jahren, 27 Jahren, seit 1996, 95, ach, ich weiß. Es ist schon länger her. Das ist schon länger. Ja. Ich habe für ganz viele Gesellschaften gearbeitet, mit Fantasy Flight, mit Wizards of the Coast, mit Hasbro, jetzt dieses Jahr. Cool Mini or Not, Z-Man Games, Space Cowboy, the list goes on. Wenn du, das ist immer schwierig, aber was ist dein von dir selbst oder mitentwickeltes Lieblingsspiel? Ich weiß, die sind sicherlich alle schön, aber wenn du nur eins mit auf die einsame Insel nehmen könntest von deinen Spielen? Ja, es ist ganz schwierig. Es ist immer jedes Tag, es ist unterschiedlich. Ja. Okay. So heute muss ich sagen, und es stimmt, heute muss ich sagen, dass mein Lieblingsspiel ist das Spiel, das ich jetzt arbeite. Okay. Es muss so sein. Ja. Oder warum soll ich so machen? Soll ich so arbeiten? So heute muss ich sagen, Leben, Reterra, mein neues Spiel, ist mein Lieblingsspiel. Aber stimmt, ich spiele das für Spaß, jedes Tag. Ja, also, das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung. Wir haben es nicht abgesprochen, aber es hätte nicht besser sein können. Spoiler Alert! Ja, Spoiler Alert, denn es gibt ein neues Spiel vom guten Erik. Und es ist ein Familienspiel, it's a family game. Mhm. Maybe Family Plus, it depends how you will see it. Und wir werden jetzt hier gleich auch mal rübergehen, wo es aufgebaut ist, und euch auch schon mal Sachen zeigen, dass ihr da schon mal die ersten Eindrücke gewinnen könnt. So when the audience will now see some pictures of the game, how was the design process? What was driving you to make this game? Was it a great idea for many years in your head, or what was the thinking about it? It was. So this was the first game that I thought of working on when after I left CMON in 2019, 2020, and I've wanted to make at least one
big family game that is approachable by a large market, not just gamers, like a Hasbro style market. Yeah. That people who know how to play mobile games, they know pop culture, they know all our references, but they don't play hobby games. Yeah. But they're smart enough to. Yeah. I think that audience is millions and millions of people. Yeah, and they are very smart. Mostly, I think that some people are underestimating them and think, oh no, that's too hard for them. Sure. No. Yeah, they have to discover it on their own. They have different tolerances, yes, right? Yeah. So I wanted to make a game that that showcases all the wonderful features that our hobby games have. Endless depth, endless replayability, variety. You can 10,000 ways to play. Every game is different. There's skill, drama, luck. It's 30 minutes to play, fast turns, like all that cool stuff. But for an audience that's never seen this before. Yeah. And so I designed this game, and it's a co-design. I designed it with my frequent collaborator Ken Gruel, yes. Who is a superstar in mass market. Okay. So together, it was my idea to start with. I had this mission statement. I wanted to make that game, and I started with a game that was not exactly this, but close. And then Ken came on, and we worked together to make it. I wanted to make it as deep as possible, and he wants to make it as approachable as possible. So together, we made this. It's over a year, I would say. Okay. This game is very when we say mass market, yes. People might be surprised, right? You might go mass market. Oh, it's a little dumb. No, yes. It's this game. Even gamers will look at this, and I will beat a gamer the first time they play when they say, "There's nothing." I'm like, "Oh, I get you." And you'll probably be surprised at how much real variety there yes. is, not fake variety. So every game has a different feeling to it, but it's not overwhelming. So that was my mission, and it took us a year, iteration after iteration, testing after testing. We designed hundreds and hundreds of buildings for the game. We ended up with 30. Okay. We were very selective in. We wanted to make sure the rules were intuitive, and what I mean by that is I can explain it in real English using only references from classic games or maybe mobile games, yes. Maybe video games, things that a broad market understands, but nothing from hobby games. So I can't just say, oh, it's a worker placement game or something. Yeah. I explain it only in plain English. And because of that, we ended up with something a little innovative too, because it's not using the building blocks of hobby games. Ja, also ich werde es mal ganz, ganz kurz zusammenfassen für diejenigen, die nicht so gut Englisch sprechen. Also sein großer Wunsch... Entschuldigung, ja. Nein, ist alles fein. Sie haben ja gesagt, wir machen das. Aber sein großer Wunsch war mal quasi ein Familienspiel letztendlich für den Massenmarkt auch zu machen. Also wirklich ganz viele Leute zu erreichen. Und natürlich dafür so viel Tiefe wie möglich auch ins Spiel zu setzen. Und er hat sich dann einen Co-Designer geschnappt, der wirklich in diesem Bereich auch viele gute Sachen umgesetzt hat schon. Und zusammen haben sie dann über ein Jahr daran gearbeitet, ein wirklich sehr tiefes Spiel zu machen, was aber für diese Zielgruppe, für all diejenigen, die noch nicht im Hobby so tief drin sind, auch super leicht zu erreichen ist. Letztendlich, die spielen auch schon Spiele, Mobile Games und ähnliches und sind da drin und haben dann mit diesem Ansatz sozusagen Möglichkeit, da einzutauchen und die Welt der Brettspiele für sich dann auch nochmal richtig neu zu entdecken und tief einzusteigen. Und ich hatte auch schon das Vergnügen, gestern eine Runde zu spielen. Ihr habt ja jetzt gesehen, es ist ein Tile-Laying-Game. Wir puzzeln Sachen zusammen, können unterschiedliche Gebäude dann darauf bauen und auch dann mit unseren Mitspielern interagieren, zum Beispiel mit unseren Nachbarn oder andere Dinge, die dann sozusagen triggern. Und diese Gebäude, die sind je nach Spiel unterschiedlich. Es gibt mehrere Sets, wir haben jetzt gesagt 36, 36 Buildings. Das sind 30 Gebäude, aber die Kombinationen sind über 10.000 unterschiedliche Kombinationen. Weil man natürlich mit diesen 30 Gebäuden, die kann man sich dann beliebig zusammenstellen. Klar, es gibt erstmal eine empfohlene Variante, aber da hat man dann wirklich eine extreme Spieltiefe. Und ja, die Regeln, ich würde sagen, you explained the rules maybe in 5 minutes? The total 5 yes, minutes. Yeah. The quick teach 1 minute. Yes. So, also ein Spiel kurz letztendlich in einer Minute könnt ihr euch hinsetzen und das erleben. Wenn ihr dann noch letztendlich alle finalen Scorings wissen wollt, dann sind es wahrscheinlich 5 Minuten. Ja, also
Ihr seht hier dann auch jetzt noch mal ein bisschen vom Spielmaterial, um da noch mal ein bisschen euch reinzufühlen. Und drücken wir die Daumen. Im März soll das Ganze auch in Deutschland dann veröffentlicht werden. So in March, hoffentlich, ja. Hoffentlich. Und so quasi weiterhin, das können wir schon mal sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Hasbro auch auf der BerlinCon sein. Und dann werden wir es da mit Sicherheit sehen können, vielleicht schon auch kaufen dann im besten Fall und ihr für euch da auch anspielen könnt. Von daher bin ich schon mal sehr gespannt. Oh, ich glaube, man kann jetzt heute kaufen von pulse.com. Okay. Seit gestern, glaube ich. Okay, also online könnt ihr mal schauen, ob ihr das da schon kriegen wollt. Wir haben hier auf jeden Fall auch schon eine deutsche Version sehen können. Das erste Mal, dass du auch the German copy, you opened it also for your first time. Also auch das schon schön gestaltet und umgesetzt. Generell auch die Materialien und Komponenten. So, it is like always with these damn press people. You are right now having a great game out now, but what is going on in the future? Are you also working on a new family game, or maybe for the people that are also exciting for you, you're more expert and stuff like this? Is there also something in the pipeline? Yes. So Reterra is the first, but not the last. Yes. I'm working on. This year I have 6 family games coming out. Whoa! 4 family games, 2 very mass market games. Okay. I have 2 games from Exploding Kittens that are very, very different. They feel like Exploding Kittens, but I think they're. Honestly, I think gamers will like them too. Yes. I have 3 other games. 1 solo design, 2 more co-designs that also are in the similar space to Reterra, not as deep. They're a little bit more standalone, so not 10,000 ways to play, but very simple, very approachable. A game with Phil Walker Harding, co-design, which feels like a real like an area control game without saying the words area control, with dinosaurs and cavemen. It's incredible. I love playing it. I have another game. I don't know if I'm allowed to say. It's a game from Game Right and Buffalo that is based on one of my favorite animals of all time. Not the panda. Everybody will say it's the panda. Don't worry, that comes later. And I have a game I know I'm not allowed to talk about, but it will come out. It'll reveal, I think, at UK Games Expo. Okay. A big license game that I think gamers will like. In the far future, you asked. So in the far future, I have. Everybody knows, I think, your fans know I'm working on a Blood Rage game, a Blood Rage expansion. I'm still working on it. It takes time. It takes time. I'm very slow, but I want to do it perfect. Blood Rage is my favorite of my big box games. Yes. My favorite to play. So now he admitted that was the game I want to hear from you in the first of my place. big box Yes, games. yeah. Right? It's my favorite to play. I think Rising Sun might have been my favorite to design. Yes. But Blood Rage, it's just the one that I understand as a player the best, and I can forget about the design process and just play. Yeah, perfect. I have a lot of my own games that I'm very bad at. Because I'm stuck in design mode. And I also have. And I have more family games, but I can't talk about those at all. Not even the publisher. I'm on a roll. Starting this year, it's full steam ahead. Also ihr seht schon, er war fleißig in der letzten Zeit. Es kommen einige Spiele raus, die auch noch im Familienbereich sind, dann auch noch sozusagen tauglich für den großen Spielbereich, um da einen guten Einstieg für zu finden. Aber es wird auch noch fleißig an der Erweiterung zu Blood Rage gearbeitet und geben wir ihm da einfach so viel Zeit, wie er benötigt und freuen uns dann einfach, wenn es rauskommt. Es ist ja immer, es ist ein Evergreen, es macht immer noch Spaß, das Ganze zu spielen und dann freut man sich sicherlich umso mehr und ihr da draußen auch noch, dass es dann eine Erweiterung dazu geben wird. So Erik, lovely to see you here and meet you here. Maybe I also talk to you. We will see once maybe in Berlin at the Berlin Board Game Convention. Yeah. We will see. Ich wünsche dir auf jeden Fall hier noch eine schöne Veranstaltung. Und dich auch. Dankeschön. Bis dahin. Ciao. Ja, ciao. Bye everyone. Bis später.
Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen den Eindruck gewinnen, wie ja, so die Aufteilung oder das generelle Feeling so ist von der Veranstaltung hier in Cannes in Frankreich und hattet vielleicht dann auch Spaß mit den Interviews, die ihr sehen konntet, vielleicht die ein oder andere neue Information oder vielleicht auch Vorfreude. Also mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, hier die unterschiedlichen Leute kennenzulernen. A, neue Leute kennenzulernen, mit denen ins Gespräch zu kommen. B, alte Bekannte natürlich wieder ja, einfach noch mehr Zeit zu verbringen. Kann ich nur empfehlen. Oder ansonsten, falls ihr sagt, ach, schön, cool, das hat mich auch gefreut, das hier in dem Video zu sehen. Das wäre natürlich auch irgendwie ein Mehrwert, dass ihr das mal mitbekommen habt. Und klar, man muss festhalten, Französisch, hier wird natürlich, hatte ich ja schon angesprochen, viel Französisch gesprochen. Ein Großteil der Spiele sind natürlich dann auch in Französisch, wird Französisch erklärt. Ich habe es jetzt nicht probiert, so sehr einfach mich so an Tische zu setzen. Ich habe halt bestimmte Prototypen gespielt und andere Sachen und natürlich die Interviews und Sachen so geführt. Da war das quasi immer kein Problem. Ich denke, dass das auch kein Thema sein wird, dass mindestens irgendwie dann einer von dem Verlag sicherlich Englisch sprechen kann. Aber gerade was natürlich so Text und Sachen anbelangt, das ist ja auch klar, wie zum Beispiel auf der BerlinCon, ne, weil einfach ein Großteil Deutsch ist, ist hier natürlich der überwiegende Teil, dann sind da die französischen Varianten der Spiele. Da muss man natürlich immer mal gucken, ob das irgendwie für einen ist. Aber wenn man sagt, man möchte auch mal andere Brettspielveranstaltungen kennenlernen, dann ja, kann da sicherlich auch nur gerade so oft gesagt, aber es ist einfach wunderschön hier, gerade wegen dem Surrounding, euch nur mal ans Herz legen. Ich hoffe, euch hat dieser ja, Kurztrip-Ausblick hier gefallen. Ihr habt Eindrücke gewinnen können, wie das Ganze so ist. Ich bin jetzt nicht so sehr auf große Titel hier eingegangen. Wie gesagt, ich habe in erster Linie halt Prototypen hier mit getestet, habe an meinem Spiel, an dem ich mitarbeite, auch noch ein bisschen weiterentwickelt und halt Networking betrieben. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ja, genießt so viel Sonne, wie ihr kriegen könnt, die da irgendwie in Deutschland kommen soll. Jetzt soll hier das Wetter auch schlechter werden, deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt, solange hier noch die Sonne scheint. Es soll nämlich heute Nachmittag, frühen Abend dann noch anfangen dolle zu regnen und das auch irgendwie die nächste Zeit über. Von daher genieße ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen die Sonnenstrahlen und werde dann gleich aber noch mal wieder reingehen und noch ein paar schöne Sachen, die ich da heute vorhabe, noch mit dem einen oder anderen mich treffen und auch noch mal, ja, vielleicht das ein oder andere, was ihr schon gesehen habt, erleben. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao!